Im Rahmen des Schwerpunktprogramms 2013 der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden seit 2017 12 Forschungsprojekte in ganz Deutschland gefördert. Alle haben das Ziel, Eigenspannungen, die durch Umformen eingebracht werden, zu nutzen, um die Bauteileigenschaften zu verbessern. In Kooperation des Leibniz-Instituts für werkstofforientierte Technologien (IWT) und an der Universität Bremen wird hierzu das Rundkneten untersucht. Rundkneten ist ein Kaltschmiedeverfahren zur Herstellung von Leichtbaukomponenten. Diese Bauteile sind besonders leicht und besitzen eine erhöhte Festigkeit. Das ist zum Beispiel ein Bremsgestänge eines Autos. Es wurde aus einem Rohrabschnitt rundgeknetet. In kritischen Übergangsbereichen, also an der Stelle des Bauteils, wo es bei der Belastung zu Rissen kommen könnte, ist bereits eine dickere Wand zu erkennen. Durch die Nutzung von Eigenspannungen können diese Bauteileigenschaften zukünftig weiter verbessert werden. Aber was genau sind Eigenspannungen? Eigenspannungen sind innere Verspannungen im Material. Eigenspannungen werden bei jedem Fertigungsprozess in Bauteilen eingebracht oder verändert. Mit dem bloßen Auge sind diese nicht zu sehen. Deshalb werden aufwendige Untersuchungsmethoden entwickelt und genutzt, um sie nachzuweisen. In unserem Projekt möchten wir die Eigenspannung gezielt beeinflussen, um die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern. Ein im Projekt verwendetes Messverfahren zum Nachweis von Eigenspannungen basiert auf der Nutzung von Röntgenstrahlen. Bei diesem Verfahren wird die Strahlung vom Material reflektiert. So können die Abstände zwischen den Atomen im Bauteil präzise bestimmt werden. Die Abstände geben eine direkte Auskunft über vorhandene Eigenspannungen. Es werden aber auch neuartige Methoden entwickelt, um die Verteilung der Eigenspannungen schnell und mit hoher Ortsauflösung zu erfassen, wie beispielsweise hier mit einem Barkhausen-Wirbelstrommikroskop, welches die lokalen magnetischen Eigenschaften erfasst. Darüber hinaus wurde der Umformprozess nachgebaut, um die induzierten Spannungen im Material während des Rundknetens zu erfassen. Dies wurde am Deutschen Elektronensynchrotron DAISY in Hamburg mit Hilfe von starken Röntgenstrahlen durchgeführt. Diese erlauben es, einzelne Prozessschritte aufzulösen. Die experimentellen Methoden werden zudem mit computergestützten Simulationen ergänzt. So können die Mechanismen der Eigenspannungsausbildung im Detail analysiert werden, um den Umformprozess gezielt anzupassen. Für die Prüfung der Lebensdauer werden die umgeformten Bauteile zyklichen Belastungen bis zu 5 Millionen Zyklen ausgesetzt. Durch Anpassung der Prozessparameter ist es uns bereits gelungen, die Lebensdauer der rundgekneteten Bauteile signifikant zu verlängern. In der dritten Förderperiode des Projektes wird die Forschungsarbeit in Bremen nun auf konkrete Anwendungsfälle übertragen.